Hallo und herzlich willkommen oder herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil der dreiteiligen Videoserie Leder nähen. Im ersten Teil haben wir uns mit der Vorbereitung des Nähens befasst, dem Lederkleben. Diesen ersten Videoteil verlinke ich nochmal am Ende des Videos und in der Videobeschreibung. Dort findet ihr für alle Einzelschritte auch Timestamps. Wer also hin und her springen möchte in den einzelnen Themenbereichen, schaut bitte dort nach. Heute befassen wir uns mit der Sattlernaht. Als erstes brauchen wir einen Handnähgarn, möglichst vorgewachst. Alternativ kann man natürlich auch ungewachstes Garn kaufen und es selber mit Wachs versehen. Dieses Wachs dient als Schutz des Garns, damit es beim Nähen nicht franselig wird. Ich nehme ab der Garnstärke 0,6 mm und dicker, gerne das Tiger Thread der Firma Ritzer. Bei dünnerem Garn gerne auch das Xiange, welches für feine Arbeiten das optimale Garn für mich ist. Dann braucht man Sattlernadeln. Ich nehme gerne diese Größe. Die Nadeln sind in einer angenehmen Länge und die Ösen passen gut durch die Lochgröße eines Standard Chisel oder einer Standard Schwertahle. Den Unterschied zwischen einem Chisel und einem Pricking Iron und wie man sie benutzt, habe ich in einem älteren Video erklärt, welches ich ebenfalls in der Videobeschreibung und am Ende dieses Videos verlinken werde. Nachdem wir mit einem Rillenzieher eine Nahtrille gefertigt und die Nahtlöcher gechiselt haben, brauchen wir nur noch ein Stitching Pony, ein Stitching Horse oder irgendeine andere Vorrichtung, um das Lederstück zu halten. Die Fadenlänge, die wir benötigen, beträgt ungefähr die 4- bis 6-fache Nahtlänge. Das ist abhängig von der Lederstärke, die man vernäht. Man sollte aber niemals mehr als eine Armspannweite Garn nehmen, da es sonst schnell zu Knotenbildung kommen kann oder auch trotz des Wachses, welches das Garn schützt, dieses unschön werden kann, wenn es durch zu viele Nahtlöcher gezogen wird. Der Faden wird von beiden Enden jeweils auf eine Sattlernadel aufgefädelt. Damit die Nadel nicht vom Faden rutscht, fixieren wir den Faden, indem wir ihn mittig einstechen, an beiden Enden des Fadens ziehen und somit hinter der Öse eine Schlaufe haben. Ich habe hier mein Leder mit R und L markiert. Als Rechtshänder nehme ich die in Anführungsstrichen schöne Seite nach rechts. Wenn ich zum Beispiel Leder punziert habe, nehme ich diese Seite nach rechts. Der Grund liegt darin, dass die Naht auf der rechten Seite etwas anders aussieht als auf der linken Seite. In diesem Video werde ich nur die Sattlernaht für Rechtshänder zeigen. In den nächsten Tagen veröffentliche ich dann auch noch ein Short-Video mit der Technik für Linkshänder. Eigentlich ist alles nur spiegelverkehrt, aber wir wollen ja niemanden benachteiligen. Eine der beiden Nadeln wird jetzt durchs erste Loch geschoben, welche ist egal. Dann nehme ich beide Nadeln in eine Hand und zentriere den Faden. Die Mitte des Garns befindet sich nun in dem ersten Nahtloch. In diesem Video wird es erstmal um die Standardtechnik der Sattlernaht gehen. Wie ich parallel mit einer Schwertahle arbeite, kommt in einer detaillierten Fassung nochmal in einem anderen Video vor. Hier gehe ich erstmal davon aus, dass alle Löcher sauber mit dem Chisel geschlagen wurden. Die Nadeln werden jeweils zwischen Daumen und Zeigefinger gehalten. Als erstes schaue ich mit der rechten Nadel, ob das Nahtloch wirklich frei ist bzw. die Nadel durchpasst. Alternativ müsste ich sonst das Loch mit einer Schwertahle nachstechen, aber wie gesagt, das in einem anderen Video. Während ich die rechte Nadel wieder zurückziehe, schiebe ich die linke Nadel von links durch das Nahtloch. Die rechte Hand hält die rechte Nadel senkrecht zwischen Daumen und Zeigefinger. Diese lege ich nun hinter die linke Nadel und fasse beide Nadeln zusammen, sodass sie ein X bilden. Ich ziehe den Faden noch ein kleines Stückchen nach rechts. Die rechte Hand dreht sich nun um 90 Grad oder eine Vierteldrehung, damit ich jetzt die rechte Nadel ins Nahtloch stecken kann. Die linke Hand zieht den Faden ein bisschen zum Körper, um zu verhindern, dass die rechte Nadel den Faden im Nahtloch aufspleißt. Die Nadel soll auf der linken Seite unterhalb dieser Schlaufe herauskommen, weshalb wir den Faden mit der linken Hand über die Nadel legen.
Das ergibt den sogenannten Bonded Saddle Stitch. Jetzt zieht die linke Hand die ehemals rechte Nadel nach links weg, während die rechte Hand die ehemals linke Nadel nach rechts wegzieht. Die Nadeln haben also die Seite getauscht, dadurch entsteht eine Verschlingung im Faden und im Gegensatz zu einer Nähmaschinennaht, die einen Ober- und Unterfaden hat, besteht hier bei einer Beschädigung des Fadens ein wesentlich geringeres Risiko, dass die Naht aufrivelt. Daher ist technisch gesehen die Sattlernaht der Nähmaschinennaht von der Haltbarkeit her überlegen. Ab jetzt geht es immer so weiter. Die rechte Nadel tastet vor, ob das Loch frei ist, die linke Nadel wird von links nach rechts geschoben, die rechte Nadel kommt von hinten, bildet ein X, das Handgelenk dreht sich um 90 Grad, die rechte Nadel wird von rechts nach links durchgeschoben, der Faden über die Nadel gelegt, beide Nadeln nach rechts und links weggezogen und gleichmäßig angezogen. Rechts, links das X, rechts schiebt durch, links den Faden drüber legen, beide Nadeln zur Seite wegziehen. Eigentlich reicht es, wenn man mit der linken Hand den Faden zu sich hinzieht, um ein Aufspleißen des Fadens mit der rechten Nadel zu verhindern. Man kann aber zusätzlich bei jedem Stich den Faden kurz nach links etwas wegziehen, um zu überprüfen, dass die Nadel frei durchs Loch gekommen ist. Hier versuche ich jetzt mal absichtlich den Faden aufzuspleißen, um euch zu zeigen, wie das dann aussehen würde. Wenn man den Faden nach links wegzieht, sieht man ganz deutlich, wie die Nadelspitze den Faden getroffen hat. So kann man jetzt leicht den Faden weiter nach links wegziehen, die Nadel nach rechts aus dem Faden rausziehen und ganz normal weiterarbeiten. Jetzt das Ganze nochmal aus einer anderen Perspektive von der linken Seite. Rechts, links, X, rechte Nadel geht nach links, Faden drüber, beide Nadeln werden zur Seite weggezogen mit gleichmäßigem Zug. Rechts, links, Faden überlegen, Als nächstes möchte ich euch zeigen, wie man verfährt, wenn der Faden zu Ende ist, wenn man einen neuen Faden beginnen muss, wie der Übergang gearbeitet wird. Wir nehmen einen neuen Faden und wir gehen 2 Stiche oder auch ins dritte Loch zurück und beginnen dort die neue Naht. Den alten Faden lassen wir erstmal einfach runterhängen. Eventuell muss man hier mit einer Stechahle die Nahtlöcher etwas erweitern. Vorsichtig, nicht mit einer Schwertahle, die würde eventuell den Faden durchschneiden, wegen der scharfen Kanten. Bitte nur eine Stechahle nehmen, wie auf der rechten Seite abgebildet ist. Wir stechen die Nadel des neuen Fadens durch, suchen wieder die Mitte. Da ist sie. Und nähen einfach weiter. Die Naht ganz normal wie gehabt.
Jetzt möchte ich nur gerne, dass der neue Faden exakt über dem schon genähten Faden liegt. Da muss ich eventuell mal die Nadel zur Hilfe nehmen und jetzt beim Weiternähen die alten Fäden oder die Fäden des vorherigen Fadens einfach mal ein bisschen an die Seite legen. Und jetzt wird einfach wie gehabt weitergenäht bis zum Ende der Naht. Jetzt nähen wir mit der gleichen Technik 2 Stiche zurück in die entgegengesetzte Richtung. Ich gehe immer noch hin und bringe die Nadel von der rechten Seite auch auf die linke, um auf der linken Seite beide Fäden nachher abzuschneiden. Um die Fadenenden zu kürzen und zu sichern, gibt es verschiedenste Möglichkeiten. 2 möchte ich hier zeigen. Zum einen kann man mit einer kleinen Schere den Faden abschneiden, einen Millimeter bis 2 überstehen lassen und mit einem Feuerzeug diesen Faden, der hier aus Kunststoff ist und mit Wachs ummantelt, einschmelzen. Der verschließt dann automatisch dadurch auch das Loch. Oder ich gehe hin und schneide mit einem Messer den Faden ab. Dann nochmal mit einer Ahle das Fadenende ein bisschen ins Loch zurückstopfen. Hier nehme ich noch etwas Bienenwachs und versiegle zusätzlich dadurch das Nahtloch und sichere das Fadenende. Hier haben wir jetzt die fertige Sattlernaht von der rechten und von der linken Seite. Hier möchte ich euch nochmal 2 Videos verlinken. Einmal das, wo ich erkläre, wie man einen Chisel benutzt, beziehungsweise den Unterschied zwischen einem Chisel und einem Pricking Iron. Und das Video von der letzten Woche, wo wir Leder zusammengeklebt haben, um es diese Woche zu nähen. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Woche wieder dabei, wo wir uns dann der Kantenbearbeitung widmen. Bis dann und Servus.